Heute möchte ich gern einer Bitte nachkommen, die mir von Linksbroker nähergebracht worden ist, beziehungsweise einer Frage, die sehr oft dort im Kundensupport angefragt wird. Es geht darum, wie man sein Layout wiederherstellen kann, wenn da einmal etwas schiefgelaufen ist. Wie ihr das richtig macht, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und ich sende dir einen herzlichen Gruß aus dem bitterkalten Hamburg. Und bevor wir jetzt richtig durchstarten, dieses Video wird von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir uns mal dem Problem widmen. Woran kann es denn zum Beispiel liegen, dass ein Layout dann doch anders aussieht oder irgendetwas verschwunden ist? Wir hatten schon mal ein Video zu den verschiedenen Versionen. Das verlinke ich euch hier gern noch einmal. Wenn ihr hier oben links in der Ecke auf Datei klickt und dann hier auf Version zeigt, dann findet ihr hier Stable, Latest und Beta. Nur so viel jetzt dazu, damit dieses Video nicht zu lang wird. Latest ist tatsächlich die Version, die alle Änderungen schon beinhaltet. Also egal, was an zum Beispiel die Programmierer herangetragen worden ist, alles, was umgeändert worden ist, also praktisch die latest Version bedeutet, es ist alles schon drin, aber noch nicht so richtig auf Herz und Nieren geprüft. Das wird sozusagen auf uns losgelassen, in Anführungsstrichen, weil nur dann, wenn es in der Masse genutzt wird, festgestellt werden kann, wie stabil läuft das Ganze. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt so ausgegraut habt, wie ich in diesem Fall, dann seid ihr in der Latest-Version und dann können kleine Bugs sein, können kleine Probleme auftreten, weil das Ganze halt noch nicht so stabil läuft. Falls euch das stört, könnt ihr jederzeit in die Stable-Version wechseln. Da habt ihr auch alles Neueste drin, aber tatsächlich die Sachen, die noch nicht in der Tiefe von einer breiten Masse getestet wurde, die sind da noch nicht bei und dann läuft das Ganze ein ganzes Stück stabiler. Also falls euch das schon weiterhilft, aber wie gesagt, dazu gibt es schon mal ein Video, was ich euch, wie gesagt, sehr gerne hier noch einmal verlinke. Da könnt ihr noch einmal reinschauen. Was natürlich zusätzlich immer ein Faktor sein kann, das sind wir. Dass wir irgendetwas ja, falsch abgespeichert haben oder vergessen haben abzuspeichern oder aus Versehen gelöscht haben. Wir sind Menschen und wir machen durchaus auch ab und zu mal Fehler. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Und wenn dann tatsächlich mal irgendetwas anders aussieht, ein Chart anders aussieht, plötzlich andere Farben da sind oder in der Mosaikansicht irgendetwas anders sein sollte, als ihr es ursprünglich mal, ja, eingepflegt habt, abgespeichert habt, dann könnt ihr eine alte, nenne ich das jetzt mal, eine ältere Version von euch selbst wieder aufrufen. Das geht ebenfalls über das Datei hier oben links in der Ecke. Und dann findet ihr hier Layout-Einstellungen und dann ganz oben Layout-Einstellungen wiederherstellen. Wenn dir das Video ein kleines Stück weitergeholfen hat, dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit unser Kanal weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank! Wenn ihr hier raufklickt, macht sich ein neues Fenster auf und dann könnt ihr eine Einstellung auswählen von den letzten Tagen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sicher seid, dass letzten Mittwoch, am 12. November in diesem Beispiel, die Version noch da war, die ihr ja
haben wollt oder wieder haben wollt, dann könnt ihr diese Version anklicken und dann auf OK gehen und die ganze Sache übernehmen. Dann kommt noch mal ein neues Fenster, wenn ihr auf OK geht. Und dann wird nochmal gefragt von der TWS, wie es scheint, möchten Sie eine andere Einstellungsdatei verwenden. Falls der Grund hierfür ein Problem mit Ihrer momentanen Einstellungsdatei ist, möchten wir Sie bitten, dieses Problem in dem nachstehenden Textfeld zu beschreiben, damit wir entsprechende Verbesserungen vornehmen können. Also falls es wirklich ein Bug sein sollte und ihr wirklich einen Fehler festgestellt habt, wo ihr sicher sein könnt, dass es wirklich an der TWS und an der Programmierung liegt, dann bitte hier unten das Beschreibungsfeld nutzen und den Text hier einfügen. Da könnt ihr dann einfach reinklicken und loslegen und dann öffnen, anklicken. Oder aber ihr gebt hier nichts ein, wenn ihr da nicht sicher seid, beziehungsweise vielleicht auch selbst einen Fehler gemacht habt und das sogar wisst, vielleicht irgendwie aus Versehen was gelöscht oder sonstiges, dann könnt ihr ohne öffnen, ohne Problem zu melden. Dann wird sich die TWS noch einmal schließen und wieder neu öffnen und dann sollte das Problem erledigt sein. Ich gehe noch mal rauf, hier oben links in der Ecke, Datei. Layout-Einstellung wiederherstellen und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Also entweder Mittwoch, wir haben heute Freitag, also vor 2 Tagen, dann den Freitag von letzter Woche und so weiter und so weiter. Andersrum, sehe ich gerade. Ähm, Was wir noch machen könnten, ist benutzerdefiniert. Da gehe ich aber dann nochmal in Ruhe drauf ein, damit es dann heute nicht zu lang wird. Dann habe ich noch eine andere Sache, und zwar einen kleinen Ausblick für die nächste Zeit. Jetzt am Freitag, also übermorgen, ist Links persönlich wieder da mit dem Probability Lab. Ein unterschätztes Tool. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich gar nicht kennen. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dort reinzuschauen. Links wird jetzt sozusagen zusätzlich die TWS auseinandernehmen, in Anführungsstrichen, und euch die einzelnen Möglichkeiten zeigen, die so ein bisschen im Dornröschenschlaf sind, weil das nicht gelehrt wird, weil es zu sehr in die Tiefe geht, aber sehr, sehr praktisch ist und euch viel Erleichterung bringt in der Handhabung. Dann am Montag drauf ist Investing Pro wieder zu Gast mit Varin AI und KI-Chatbot für deine Aktienanalyse. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, um einfach mal die Aktienanalyse per KI durchführen zu lassen. Dann nächsten Mittwoch wieder meine Wenigkeit mit diesmal einer Zuschauerfrage, die ich dann tatsächlich direkt von euch erhalten habe. Und am nächsten Freitag haben wir einen neuen Gast. Erik Ludwig ist auf mich zugekommen. Er ist unter anderem der Gründer von die Tradehelden Akademie und hat schon mehrere Bücher geschrieben. Er hat eine Menge Signaldienste, die sehr, sehr, sehr gut laufen. Und er ist der Entwickler von dem Indikator COT Grandmaster Suite. Das wird er vorstellen, unter anderem auch sein neues Buch, was Mitte Dezember rauskommen wird. Ein sehr spannender, interessanter Mann mit sehr, sehr viel Erfahrung. Da freue ich mich schon besonders drauf und vor allen Dingen auch darüber, dass er auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich nicht hätte, etwas mit ihm zusammen zu machen. Ja, soweit der Ausblick. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Genau. Bis dahin. Ciao.